Soweit ich mich erinnern kann, äh, war ich im Begriff, einen langen Artikel für die New York Review of Books fertig zu schreiben oder zu korrigieren, äh, mit dem Titel The Common House of Europe. Das war eine Idee sozusagen oder ein Slogan von Gorbatschow. Und der Sinn des Artikels war, ihr könnt die Vereinigten Staaten nicht auslassen. Wir gehören zu diesem gemeinsamen Haus. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich beinahe fertig war, kommt jemand ins Büro und sagt, die Mauer ist gefallen. Und ich glaube, das konnte ich noch hinzufügen irgendwie. Aber sonst muss ich Ihnen sagen, ich meine, das ganze Jahr, oder zumindest vom 9. Oktober an, war man doch auf die DDR sozusagen konzentriert. Nicht nur auf die DDR, sondern auf den Ostblock überhaupt. Und das war eine der aufregendsten Zeiten, die es gab. Der Mauerfall selber war natürlich ein Höhepunkt. Aber ich würde sagen, der 9. Oktober in Leipzig, den kann man nicht auslassen. Alexanderplatz Anfang November auch nicht. Aber das Symbol der Mauerfall war enorm, gar keine Frage. Ich würde sagen, erstmal hat es den Zusammenhalt zwischen Amerika und Deutschland, oder zwischen Amerika und der Bundesrepublik damals noch, verstärkt. Denn die Vereinigten Staaten haben sich ja da sehr positiv für die Wiedervereinigung ausgesprochen. Und auch, ich meine, die ganze Politik Amerikas war ja basiert auf der Hoffnung, irgendwann mal wird diese Mauer fallen. Und zwar nicht, wie Reagan angedeutet hat, dass man sie sozusagen von außen einen Befehl geben sollte, tear down, zerstört sie, sondern irgendwann mal wird es innerhalb des Ostblocks dazu kommen. Und ich war und bin ein großer Bewunderer von Gorbatschow. Gorby hat mit Recht eine große Resonanz gehabt. Mit allem Respekt für Herrn Memper, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen je sich als das glücklichste Volk der Welt, dazu neigen sie zu sehr zum Weltschmerz. Das passt nicht zu ihnen. Dass sie im Moment möglicherweise tatsächlich beglückt waren, das mag stimmen. Aber dann kam doch sehr bald die Auseinandersetzung, was machen wir jetzt, in welcher Form von Wiedervereinigung. Ich muss sagen, dass ich damals fürchtete, dass die Ostberliner, also die Ostdeutschen, nicht genügend gewürdigt werden. Denn was die geschafft haben in Leipzig und wie gesagt in anderen, war enorm. Genauso wie ich sagen würde, die Hauptrolle in der Selbstbefreiung Osteuropas haben die Polen gespielt, vor denen ich auch ungeheure Hochachtung habe und das Glück hatte, mit Geremik, dem späteren polnischen Außenminister, und mit Michnik befreundet zu sein. Also habe das alles verfolgt. So war der 9. November in dem Sinne zwar ein Höhepunkt, aber es war eine Zeit der gesteigerten Höhepunkte. Doch leider sehr, sehr verschieden. Das geeinte Deutschland, das Vereinigte Deutschland, dem geht's gut, würde ich sagen.
Polen geht es recht gut. Auf der anderen Seite, Ungarn ist in einer vorfaschistischen Zeit. Das kann man nur mit dem größten Besorgnis verfolgen. Und dann die Krise in der Ukraine. Also ich würde sagen, von dem Glücksfall von dem 9. November sind wir jetzt in eine Krisenzeit gekommen, deren Ablauf ich nicht sehe, wie lange das dauert. Wissen Sie, äh, dieses Versuch, immer alles so einzuordnen, und eine Epoche hat angefangen, eine andere Epoche hat aufgehört, der historische Prozess geht vor sich und gibt es manchmal ganz besondere Punkte, wo man sagen kann, jetzt hat sich was tief verändert. Das war sicher der Fall 89. Ich bin nicht so überzeugt, dass es heute ein Ende der... Nein, ich meine, also wenn man auf Europa sieht, dann würde ich sagen, dass im Ganzen das atlantische Verhältnis, das atlantische Bündnis nicht mehr so fest geankert ist, wie es 89 war. Und Amerika ist nicht mehr dasselbe, was es damals war. Und die Stimmung, auch in Deutschland, gegenüber Amerika hat sich leider Gottes verschlechtert. Und das kann man nur bedauern.